meine lieben Freunde von altem Lego. Heute schauen wir uns die blaue Eisenbahn der 70er Jahre an. Im Katalog von 75 sehen wir eine große Auswahl. 5 Startpackungen in allen Varianten, 2 Loks und ein neues, großes Bahnhofsgebäude mit den unbeweglichen Figuren. 76 kamen neben den neuen Zügen und Waggons eine Tankwagenabfüllstation und ein bewachter Bahnübergang dazu. Daneben gibt es noch den bunten Westernzug mit 3 Cowboys. 77 gibt es 2 neue Baukästen, mit denen man verschiedene Lokomotiven und Güterwagen bauen kann, und eine neue, schöne Diesellok. Diese Züge blieben bis 79 im Sortiment, 80 wurden sie von den neuen grauen Schienen ersetzt. Die rote Rangierlok 723 war in 2 Welten zu Hause. Die erste Ausgabe kam schon 70 heraus. Den 12-Volt Motorblock erkennt man am gelben Typenschild. Von 69 bis 74 war es der alte Typ ohne die dritte Achse. An den beiden Seiten, vorne und hinten, kommen die alten Stromabnehmer mit den dicken Stiften an der Außenseite. Die beiden Stromabnehmer sorgen für einen sicheren Kontakt mit der 12-Volt Mittelschiene. Für die kleinen Loks gab es 70 nur die alte Grundplatte ohne Kupplungen. 72 bekamen auch sie die neuen Grundplatten mit fest angebauten Magnethaltern. Auf der alten Grundplatte müssen mit einem dazwischenliegenden Grundstein die alten Magnetkupplungsplatten von 68 angebaut werden. Neben den alten Kupplungsplatten gehören auch die Schriftsteine zum alten Stil. 69 und 70 wurden sie noch im Heißprägeverfahren mit Goldfolie gedruckt. Die Lokomotiven und Waggons hatten wunderbar geprägte Schriftsteine. Man kann sie mit den Ersatzaufklebern nicht genau nachbilden. Weil ich die alten Steine in meiner Kiste habe, bauen wir zuerst die Lok noch im alten Stil von 70. Obwohl das nicht mehr zur Aufkleberzeit von 72 bis 79 dazu passt. Auf die roten Steine kommt eine gelbe Zierleiste und darüber noch eine Lage aus roten 1x2 Platten. Der Kühler sind 2 schwarze 1x2 Steine. Die Rangierlokomotive ist unsymmetrisch. Vorne ist die Motorhaube um 2 Noppen länger als hinten. Die Motorhaube selbst besteht aus einer Lage Grundsteinen und sie bekommt mit einer mittigen Platte eine leichte Wölbung. Das sieht dann so aus. Genau gleich bauen wir auf der Hinterseite die kürzere, 4 Noppen lange Motorhaube zusammen. Die hintere Ansicht sieht genau gleich aus wie vorne. Der Führerstand bekommt vorne und hinten 2 kleine Fenster aus transparenten 1x1 Steinen. An der Vorderseite bekommt die Kabine eine Nase aus einem Schrägstein. Das müsste normalerweise bei den Dieselloks der Kamin sein. Es gibt 2 Seitenfenster, ein breites, jeweils aus 2 übereinander gesteckten 1x2 Steinen und ein schmales aus 2 1x1 Steinen. Die Einsersteine stecke ich immer am Tisch liegend zusammen, damit sie nicht verdreht auf den Steinen sitzen. Hinten ist die Mittelsäule ein normaler 2x2 Grundstein. Der Führerstand bekommt ein gewölbtes Dach aus 5 schwarzen 2x8 Platten. Jetzt ist die Lok fertig. Beim Übersichtsvideo werde ich sie mit den Ersatzaufklebern zur zweiten Ausgabe von 74 umbauen, damit sie zu den neuen Aufkleberloks dazu passt. Die 3 dB-Aufkleber werden am Führerstand und an der Stirnseite angebracht. Aus der Aufkleberzeit von 72 haben wir hier das alte Waggonmodell, das bis 74 in Verwendung war. Es ist der Personenwaggon 131.
mit der großen 6x16 Grundplatte mit den fest angebauten Achsen und Kupplungshaltern. Die Puffer sind an die Grundplatte angesteckt. Vorne und hinten am Waggon sind Plattformen mit roten Gartenzäunen und einer 3 Noppen schmalen Tür zum Einsteigen. Genau gleich wie beim Western Superzugset von 68. Hier sehen wir die großen Unterschiede beim Fahrgestell. Der Waggon hat immer noch die alten Fenster und Türen. Bei den Aufklebern fehlt mir hier auf der linken Seite das 2. Klasse-Schild. Diese Modelle sind aber schon zu alt für den Bahnhof von 76. Ein weiteres altes Waggonmodell von 72 ist der Turmdrehkran 132 von 72. Ich habe ihn euch schon im Video mit der Legolandstadt gezeigt. Im roten Führerstand ist eine Seilwinde mit Metallkurbel eingebaut. In den Streben der schwarzen Stützen ist ein typischer Legoland-Schriftstein mit Prägedruck eingebaut. Beim Set ist ein kleiner Niederbordwagen dabei mit 2 blauen 1x4 Schriftsteinen in den Bordwänden. Das hier ist der Kranwagen 134 von 75 auf 2 kleinen 6x12 Fahrgestellen mit der üblichen gelben Seilwinde mit Metallkurbel, einem schwarzen Drehteller und einem Ausleger aus einer langen und einer kurzen Scharnierplatte. Ein weiteres altes Waggonmodell von 72 ist die Doppelkipplore, wieder mit dem kleineren 6x12 Fahrgestell, mit den aufgesteckten Seitenpuffern und 2 kleine 4 Noppen breite Kipploren. Eine schöne Weiterentwicklung der ersten Kipplore von 69. Man sieht hier die großen Unterschiede im Fahrgestell und in der Ausführung, obwohl die Stirnseiten der Kipploren immer noch genau dieselben Bauteile sind. Aus diesen 82 Teilen bauen wir uns die neue kleine Schiebelokomotive 133 von 75. Als neue Bauteile gibt es die gelben Treibstangen mit den roten Radhaltern und die kleine 6x16 Motorgrundplatte mit den angebauten Kupplungshaltern. Bei der Schiebelokomotive baut man ober und unter der Grundplatte Platzhalter aus 4 2x10 Steinen ein. Darauf kommen die normalen alten Achssteine von 62 mit den Eisenbahnrädern für den Motor mit den schwarzen Haftreifen, damit sie nicht durchdrehen und die Kuppelstange zuverlässig antreiben. Damit ist das Fahrgestell zum Schieben fertig. Auf die Grundplatte kommen vorne, das ist beim blauen Magnet, links und rechts die Kolben. Das sind neue Bauteile als Halter für die Treibstangen. Vor dem Kolben kommen eine 1x1 Platte und innen auf den Kolben steckt man die Puffer. Einen links und einen rechts. Auf der Hinterseite kommt unter die Puffer noch ein Trittbrett aus einer 2x3 Platte, als Aufstieg in den Führerstand. Hier links und genauso auf der rechten Seite. Nun kommt die Grundplatte auf das Fahrgestell und darauf stecken wir als Platzhalter für den Motorblock weitere 2x10 Steine. Statt diesem Fahrgestell kann man auch den Motor einbauen. Dazu braucht man aber vorne noch einen 1x4 Stein, sonst bleibt ein Hohlraum. Für einen roten Kurbelzapfen muss man 2,5 bis 3 Euro rechnen. Sie sind die teuersten Bauteile dieser Lok. Wir stecken ihn an die Noppe des Treibrades. Das Ende der Treibstange stecken wir in den Zylinder und das Lager stecken wir auf den Kurbelzapfen. Ein dekorativer, beweglicher Blickfang für die kleinen zweiachsigen Dampflokomotiven. Funktioniert beim Schieben genauso gut wie mit dem Motorantrieb. Über dem Kolben kommen 2 Dachsteine, auf der Seite der Wasserkasten und hinten der Kohletender.
Vorne kommt in den Kessel ein dritter Achsstein mit einem schwarzen Eisenbahnrad, sogar mit einem Haftreifen. Das ist aber kein Reserverad für die Lokomotive, sondern es soll bei den Lego-Lokomotiven den Verschluss der Rauchkammertür darstellen. Auf die zweite Steinreihe kommt die Rundung des Dampfkessels aus Dachsteinen. Darauf stecken wir noch einen Dachstein als Mittelsäule des Führerstandes und auf dem Kessel einen 1x2-Stein als Dom. Der hohe Kamin besteht aus zwei 2x2-Steinen und aus zwei farbigen Platten. Er kommt vorbildgerecht ganz vorne bündig auf die Rauchkammer. Der Führerstand hat keine Fensterscheiben. Das Dach sitzt auf Stützen, vorne aus 1x1 Steinen und hinten aus 1x2 Steinen. Auf das Dach des Führerstandes geben wir zwei weitere Platten für eine pyramidenförmige Rundung. Hinten erkennen wir jetzt den angedeuteten Kohletender, auf der Seite den Wasserkasten und vorne den Dampfkessel mit dem Reserverad auf der Rauchkammertür. Die Loks ab 72 haben ja nicht mehr die schönen bedruckten Schriftsteine mit der Artikelnummer als Betriebsnummer, sondern größere Aufkleber, die über mehrere Steine reichen. Man kann die beklebten Teile zwar auch nachkaufen, das ist aber immer sehr aufwendig und lästig. Die Replacement-Stickers sind nur eine Notlösung und schauen nie aus wie die echten, vergilbten, abgenützten, alten Originalaufkleber. Sie sind nur eine Notlösung, um schnell, einfach und ohne Ärger zu einem vollständigen und neuwertigen Set zu kommen. Als Käufer muss man natürlich doppelt aufpassen, dass man nicht auf nachgedruckte Aufkleber hereinfällt. Zur Lok von 75 passt der neue blaue Waggon 137 aus 82 Teilen. Die Verpackung ist einfach gestaltet, nur mit dem Lego-Logo, dem Schwierigkeitsgrad C für Kinder mit Bauerfahrung und mit einigen schönen Produktfotos und Stimmungsbildern. Die Bauanleitung ist ein einfaches Faltblatt mit 5 Bauschritten und auf der Rückseite sieht man die restlichen 2 Waggons und den Bahnhof aus demselben Jahr 75. Der Waggon hat jetzt die neuen Eisenbahnfenster, transparente 1x2x2 Steine, die mit dem weißen Fensterrahmen bedruckt sind. Bei einem Waggon sind 8 dieser neuen Fenster dabei. Die Faltenbälge an den Stirnseiten aus schwarzen Steinen schauen ziemlich realistisch aus. Das große 6x16 Fahrgestell ist wie beim alten Waggon von 72. Laut Aufkleber ist das ein Schlafwagen. Jetzt hole ich zum Vergleich nochmal einen ganz alten Waggon von 69 heraus. Nicht nur das Fahrgestell, sondern auch die Fenster stammen aus ganz anderen Welten und passen schon nach 5 Jahren Altersunterschied überhaupt nicht mehr zusammen. Ich habe mir noch einen zweiten Waggon nachgebaut, mit originalen Fenstern, aber mit den Ersatzaufklebern. Diese schauen auf den ersten Blick ganz normal aus und man meint, da gibt es nicht viel auszusetzen. Aber im direkten Vergleich mit den Originalaufklebern sieht man gewaltige Unterschiede. In diesem Fall nicht nur mit der Vergilbung und der Abnutzung, sondern die Ersatzaufkleber sind auch viel zu groß geraten. Wenn man die 2 selben Waggons aneinander hängt, passen sie schon nicht mehr zusammen. An diesem Beispiel sieht man gut die Möglichkeiten und Grenzen der nachgedruckten Ersatzaufkleber. Eine mit 12 Volt motorisierte, kleine zweiachsige Lok mit Treibstangen ist das Western-Zugset 726 von 76. Es ist das einzige Zugset, wo auch Minifiguren dabei sind, allerdings auch kein Lokführer.
Hier sehen wir das große 4,5 Volt Personenzugset 182 von 75 aus 354 Teilen. Es ist wieder die erste vierachsige Lokomotive nach der 720 oder 721 von 69. Der Karton ist wieder die typische Styroporpackung mit Klappdeckel. Lokomotive und Tender wurden schon fertig aufgebaut geliefert. Unten waren die 3 Fahrgestelle der Waggons aufgereiht. Die Lokomotive hatte 9 4,5 Volt Batterieanhänger von 72 in der Form eines gedeckten Güterwagens als schwarzen Schlepptender angehängt. Der seitliche rote Hebel steuert die Vorwärts- und Rückwärtsfahrt. Auf der Unterseite ist ein Taster für das Stoppsignal eingebaut. Die vierachsige Lokomotive hat die große 6x22 Motorgrundplatte von 69 mit den Kupplungshaltern, auf der man aber leider keine Puffer aufstecken kann. Am Motorblock sind 2 neue Halter für die Laufachsen eingesteckt, ohne die Stecker und Schleifer für die 12 Volt Stromabnehmer. Der Batterieanhänger ist im Grunde ein einziges Formteil mit einem aufgesetzten Dach, der die 3 1,5 Volt Batterien in einer Reihe enthält. Dadurch ist der Anhänger etwas schmaler als die bisherigen Batterieboxen. Es sind 2 Personenwagen dabei, ein Speisewagen und ein Waggon der 1. und 2. Klasse. Beide mit den neuen, bedruckten, transparenten 2x2 Zugfenstersteinen, mit angedeuteten Faltenbälgen und mit kleinen Aufklebern mit der Artikelnummer 182. Der 3. Waggon vom Autoreisezug ist ein Flachwagen, vorne und hinten eine Bremsenkurbel an der Bordwand. Geladen hat er einen kleinen, gelben, offenen Geländewagen mit Anhängekupplung, der mit 2 schwarzen 1x2 Steinen an den Achsen festgesteckt ist. Hier habe ich auf der Strecke noch den bewachten Bahnübergang 146 von 76, der alte Bahnübergang von 68/69 mit dem Schrankenwärterhäuschen und einer Minifigur. Hier habe ich noch 2 neue Güterwagen, einmal der Kühlwagen mit Bremserhäuschen und Gabelstapler von 76 mit den 4 großen weißen 5x4 Türen mit den Eiskristallaufklebern. Und von 75 ist der Shell-Kesselwagen 136 mit der Aufstiegsleiter und Feststellbremse, passend zur Abfüllstation 149 von 76, wo der Treibstoff vom Kesselwagen in einen Tanklastwagen umgefüllt wird. (1977) gab es 3 neue Eisenbahnsets. Darunter 2 Lokomotiven mit den neuen 6x22 Motorgrundplatten für vierachsige Lokomotiven. Auf der alten Grundplatte von 69 konnte man ja noch keine Puffer befestigen, jetzt sind die Puffer auf der Platte schon fix angegossen. Die gelbe Güterzuglokomotive 162 zum Schieben hat die Laufachsenhalter, die wir schon von der 4,5 Volt Lokomotive 182 kennen. Es ist eigentlich ein Lokomotivbaukasten aus 212 Teilen, mit denen man 7 unterschiedliche Lokomotivmodelle bauen kann. 3 davon sind mit allen Bauschritten in der Bauanleitung und 4 sieht man auf den üblichen Fotos der Alternativmodelle auf den 2 Rückseiten der Bauanleitung. Der zweite Eisenbahnbaukasten von 77 ist der Bauzug 163 mit 121 Teilen. Mit einem großen 6x16 und einem kleinen 6x12 Fahrgestell kann man entweder eine graue Kipplore und einen blauen Kesselwagen oder einen Kranwagen mit einem Flachwagen bauen. Der Kranwagen hat 2 blaue Seilwindern. Mit einer kann man den Ausleger heben und senken, mit der zweiten den Kranhaken bedienen. Der Flachwagen hat Schienen geladen,
mit 2 kleinen Zaunelementen und 4 grauen Rundsteinen mit geschlossener Noppe. Beim Set sind 2 gleiche rot-blaue Arbeiter dabei. Die zweite vierachsige Lokomotive von 77 ist die 12 Volt Diesellokomotive 727 mit dem eingebauten 12 Volt Motor und der neuen Grundplatte mit den Puffern. Die Führersteine sind mit transparenten Grund- und Dachsteinen verglast, im Maschinenraum gibt es Fensterläden zum Öffnen, am Dach sind 2 graue Triebwerke als Auspuffrohre angebracht. Unter den Aufklebern befinden sich auch die Scheinwerfer, die Betriebsnummer 727 und die Aufschrift International Europe. Am Aufkleberbogen gibt es Logos von 5 verschiedenen Bahngesellschaften. Für das große Übersichtsvideo nächste Woche werde ich wieder eine Eisenbahnanlage aufbauen. Diesmal hauptsächlich mit 12 Volt Schienen. Die blauen Schienen sind im Gegensatz zu den grauen Schienen sehr einfach, robust und billig. Zuerst steckt man die Mittelleiter zusammen, dann kommen unten die einfachen weißen 2x8 Platten als Schwellen und zum Schluss die Fahrgleise. Diese 50 Jahre alten Sachen kann man natürlich nicht einfach nur zusammenstecken und damit fahren. Man muss zuerst die oxidierten Kontakte gut reinigen, am besten mit einer glatten Radiergummi. Die Fussel mit einem Pinsel sauber wegkehren. Die Kontakte putzt man dann am besten mit einem Modellbahnreinigungsöl. Ganz wichtig ist das auch für die Schleifer der Stromabnehmer. Die schwarze Oberfläche bekommt nach der Reinigung schnell wieder den kupferfarbenen Glanz zurück. Genauso reinigt man die Stromleitschienen, am besten mit einem fusselfreien Reinigungstuch. Auf keinen Fall handelsübliche Reinigungsmittel oder gar Wasser verwenden. Jetzt muss ich erst noch schauen, wie groß ich die Schienenkreise bauen kann, damit ich die ganze Legoland-Stadt und den Hafen unterbringen kann. Während ich jetzt hier weiterbaue, bedanke ich mich bei euch recht herzlich, dass ihr heute zugesehen habt. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und würde mich freuen, wenn wir uns am nächsten Freitag wiedersehen.